everybody. So, guten Abend allerseits And a blessed new week. und eine gesegnete neue Woche. Let's begin with prayer. Lasst uns mit Gebet anfangen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, we thank you for all the Sabbath blessings thus far. wir danken dir für alle Sabbatsegnungen soweit. And we ask you that you please would give us now grace for the new week, Und wir bitten, dass du uns jetzt Gnade gibst für diese neue Woche, that we would understand your word correctly. dass wir dein Wort korrekterweise verstehen werden. And as we now look at Daniel chapter 12, that we would see how it fits in the patterns we laid out. Und wenn wir jetzt Daniel 12 anschauen werden, dass wir es sehen, wie es in den Muster anpasst, wie wir bislang ausgelegt haben. And that you please would establish us in the present truth. Und dass du uns etablieren mögest in gegenwärtigen Wahrheit. And we commit all these things now in your hands Und wir befehlen all diese Dinge in deine Händen hinein and ask and pray in Jesus' name. und bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so I hope you all had a good and blessed Sabbath. So, ich hoffe, dass ihr alle ein gutes und gesegneten Sabbat gehabt habt. And we will turn now to Daniel chapter 12. So, lasst uns in unseren Bibeln zu Daniel Kapitel 12 aufschlagen. And whoever followed the recent classes knows that we went through each chapter step by step. Und wer die Klassen neulich mitgefolgt haben, sie werden wissen, dass wir das Buch Daniel Schritt für Schritt hindurchgegangen sind. And now we arrived at the last chapter. Und wir sind jetzt an der letzten Kapitel 12 angekommen. Okay. So, but in order to correctly understand and identify where to mark all these things here in this chapter, we need to make first some other reminders, put some other things in place first. Um all diese Sachen in diesem Kapitel auf rechte Weise in den Muster einzulegen, wir mussten zuerst ein paar andere Sachen wieder aufbringen. Okay, so here on the board, So, hier auf der Tafel, we see the two Sunday-laws, the first for the church and then for the world. wir können hier der Darstellung von den zwei Sonntagsgesetzen sehen, so zuerst die für die Gemeinde und danach für die Welt. And I want to go now to Revelation 17 with you first. Ich möchte zuerst zur Offenbarung 17 gehen, Because there we see this illustration. das ist da, wo wir diese Darstellung zu sehen bekommen. And let's read verse 1. Und wir lesen Vers 1. It says, And there came one of the seven angels, which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. Okay, historically, when was this taking place? Or when did it take place? In der Geschichte, wann fand das statt? The judgment on the great whore. Das Gericht über die große Hure. 1798. Yes, 1798, right? 1798. Okay, but it's one of the angels that had the seven vials. Aber es ist eine von den Engeln, die eine der 7 Schalen hatten. And under which plague, on which vial is Babylon punished? Und unter welchen Schale ist Babylon bestraft? The seventh. Ja. Der 7. All the plagues are punishment, but the seventh is this final punishment. Also alle Plagen sind ein Teil eines Bestrafung, aber der 7. ist der finale Teil dieses Bestrafens. Just to prove this quickly, let's go to Revelation 16, verse 17. Und um dies zu beweisen, gehen wir zur Offenbarung 16, Vers 17. It says, And the seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, It is done. So it's the seventh angel. So, es ist der 7. Engel. And then verse 19. Dann Vers 19. And the great city was divided into 3 parts, and the cities of the nations fell. And great Babylon came in remembrance before God, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. So here we can see, Babylon receives the wrath of God. So, hier können wir sehen, dass Babylon den Zorn Gottes erhält. Okay, so, and when we look at this illustration, the Sunday law, to the final review, Wenn wir diese Darstellung von Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung anschauen, is the 1260, right? das ist eben der 1260. Okay, and at the end, you have this 7th plague marked. Okay? Und am Ende gibt es diese 7. Plage markiert. Typifying the true 7th plague,
than in the literal seventh plague. Das schattet der wahre 7. Plage in den 7 Plagen am Ende der Zeit voraus. Okay, so therefore here, Babylon receives the first punishment, right, at the end of the first Sunday. Es ist hier, wo Babylon diese erste Bestrafung erhält, am Ende des Sonntagsgesetzes. And this is illustrating then 1798. Und das stellt 1798 dar. Two numbers in my mind at the same time. Okay, so 1798. 1798. Therefore this here is then 538. Und deswegen das hier würde dann 538 sein. The 1260. Right? Eben 1260 von da Okay. bis da. So papacy punished. Der Papst oder der Papsttum bestraft. Okay. And this is where John is standing, Und right? das ist gerade hier in Offenbarung 17, wo Johannes steht. Okay, in 1798. In 1798. Okay. So keep your finger here in Revelation 17 So, halte den Platz hier in Offenbarung 17 and let's go to Revelation chapter 1 und gehen wir vorerst zur Offenbarung 1. and let's go to verse 19. Offenbarung 1 und Vers 19. Because it was the revelation that John received. Denn es war die Offenbarung, die Johannes erhielte. And it was a revelation about what? Und es war eine Offenbarung über was? Let's read in verse 19. Lass uns Vers 19 lesen. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. So what was shown to him? So, was ist ihm gezeigt worden? Yes, past, present, future. So, Right? Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Okay. So he's standing here, he receives the revelation, So, er steht hier und erhält die Offenbarung and he gets shown past, und ihm wird gezeigt die Vergangenheit, present, die Gegenwart future. und die Zukunft. Okay. So all right. So and when we go back to Revelation 17, Und wenn wir jetzt zurück zur Offenbarung 17 gehen, because he stands at the end of the 1260, right? weil er steht am Ende der 1260. Okay, so now, and in verse 1 it says he was shown, or he will be shown the great judgment on the whore. Und in Vers 1 es sagt, dass ihm wird gezeigt, diese große Gericht auf die Hure. And now let's read verse 2 and 3. Und die Verse 2 und 3 lesen wir jetzt. With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. So where's John taken to? So, wohin ist Johannes genommen? According to verse 3. Gemäß Vers 3. In the wilderness, right? And the wilderness illustrates which time period? Und die Wüste stellt welche Zeitperiode dar? 1260. It's the 1260, right? Das ist der 1260. So let's just look at 2 proof texts. Lass uns 2 Prüfstellen dafür anschauen. And keep your finger here and let's go to Revelation 12. So, halte den Platz zuerst hier in Offenbarung 17 und gehen wir zur Offenbarung 12 And then verse 6. und Vers 6. This speaks about the true woman and not this harlot woman. Okay. Das spricht hier über die wahre Frau, also nicht diese hure Frau. And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her there 1,260 days. So here the wilderness is connected with the 1260. So, hier die Wüste ist mit der 1260 verbunden. And when we also go to verse 14, Und wenn wir auch zu Vers 14 gehen, same illustration. dieselbe Darstellung. And to the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place where she's nourished for a time and times and half a time from the face of the serpent. Okay, so therefore John, he's now taken first backwards So, Johannes, der ist zuerst in die Vergangenheit genommen worden, into this 1260, in right? die 1260 hinein. So he stands at the point where she now receives the judgment, but in order to understand the judgment, he first gets shown why. Okay? So, er steht an dem Punkt, wo sie diesen Gericht erhalten würden, aber so, dass er dieses Gericht verstehen
sollte, er wird zurückgebracht in die Zeit und gezeigt, warum sie bestraft. Okay, when we go back to Revelation 17, Also zurück zur Offenbarung 17. because there we can see one reason is in verse 2. Also Okay. ein Grund ist in Vers 2. It says, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of their fornication. So, during the 1260, what did the kings of the earth do? So während der 1260, was haben die Könige der Erde getan? Yeah, drink of her wine, Von right? ihrem Wein getrunken. Okay, so, and the wine is the wine of Babylon, which is the Sunday law system. Und dieser Wein ist das Wein Babylons, was das Sonntagsgesetz ist, So, sagt uns Ellen. Because they made a Sunday law, she gets punished. Weil die ein Sonntagsgesetz erlassen haben, sie wird bestraft. Okay, and this woman also, what did she do? Let's go to verse 6. Und diese Frau auch, was tat sie noch? Lesen wir in Vers 6. And I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. So what did the woman do during the 1260? Während der 1260, was tat diese Frau? Murdered God's people. Yes, persecuted and murdered God's people. Also verfolgte und ermordete Gottes Volk. Okay, and that's why she now also receives this punishment. Und Okay. deswegen erhält sie hier diese Bestrafung. Okay, so, but then it says, Aber dann sagt es let's go to verse 9, in Vers 9, or let's begin in verse 7. Just oder to get the wir context. fangen sogar in Vers 7 an. It says, and the angel said unto me, wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman and of the beast that carrieth her, which hath the 7 heads and the 10 horns. And the beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was and is not and yet is. Okay, so according to verse 8, So gemäß Vers 8. it says, the beast that thou sawest was and is not and shall ascend out of the bottomless Dieses pit. Tier, die du gesehen hast, der war und ist nichts und wird aus dem bodenlosen Abgrund herauskommen. So where John is standing, the beast is not. So, wo Johannes steht, dieses Tier ist nicht. And he's standing in the present. Und er steht in der Gegenwart. Okay, so the present is not. So, der Gegenwart ist nicht. But in the past, Aber in der Vergangenheit, she was, or the Sie beast war. was. Right? oder dieses Tier war. Okay, was, is not. War, ist nicht, And then it says, what shall happen again? wird sein. It shall ascend. Es Right? wird aufkommen. Okay, so therefore, where will the beast come back? So deswegen, wo wird dieses Tier wiederkommen? Next Sunday, right? Der nächste Sonntagsgesetz. Okay, so here beast ascends. So hier, der Tier kommt auf. Okay, so and now let's continue. Let's read verse 9. Jetzt setzen wir vor, Vers 9. And here's the mind which hath wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sitteth. And there are 7 kings, 5 are fallen, and 1 is, and the other is not yet come. And when he cometh, he must continue a short space. Okay, so in 1798, where now John is standing, how many kingdoms are past? So in 1798, gerade da, wo Johannes steht, wie viele Königreiche sind vergangen? 5. 5, right? 5 sind gefallen. Okay. So past, 5 fallen. So in der Vergangenheit 5 sind gefallen. Then it says present, 1 is. Der Gegenwart, eine ist. So 1, let me rather write it like this. 1 is. Die eine ist. And then it says this, and 1 and the other is not yet Und come. es sagt, aber der andere ist noch nicht gekommen. Not yet. Not yet is enough. Just this. Okay. So yeah, so we can see he's getting shown continuously the past, the present and the future. So du Okay. kannst sehen, dass
immer wieder wird ihm gezeigt, dass Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Okay. So in these 5 kingdoms that are here in the past, where do we see them? 5 Königreiche, die hier in der Vergangenheit sind, wo finden wir sie? The statue. Okay, the statue, but the statue is more this whole Okay. time, right? Alright. But it would be true in a sense, Historical. the names of the kingdoms. Yes. Also die Namen der Königreiche in der Statue wird sein. I don't understand the question. Where do we find them? Yes. Where in the Bible do we find these 5 kingdoms in this time period here? So, wo in der Bibel finden wir diese 5 Königreiche in dieser Zeitperiode hier? I mean, he Book of already. Daniel. Yes. Okay. Book Also of das Daniel. Buch Daniel. But which chapter? Aber welche Kapitel? 7. 7. Right? Daniel 7. Are the 4 beasts? Sind diese 4 Tiere. The lion, Der Löwe, the leopard. Der Sorry, Bär. the bear. The leopard, der Leopard and then this dragon, und dann dieser Drache-ähnliches Tier. which has pagan and papal in one. Und diese Drache besteht aus heidnische und päpstliche. Okay, and where else do we see these 4 kingdoms illustrated in the 1260? Und wo noch finden wir diese 4 Königreiche in der 1260 dargestellt? Combined as one kingdom. Als ein Königreich dargebracht. Revelation 13. Yes, Revelation 13. Also Okay. Offenbarung 13. So let's go to Revelation 13, Lass uns dahin. because Revelation 13 speaks about which time period historically. Denn Offenbarung 13 spricht über welche Zeitperiode in der Geschichte. It's the first beast, right? Das ist der erste Tier. So which time period was it historically? So welche Zeitperiode war das in der Geschichte? 1260, Das right? war der 1260. Okay, so now let's read verse 2. So lesen And wir 3. Verse 2 und 3. It says, "And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his seat and great authority." So are now all the 4 beasts of Daniel 7 mentioned here? So sind alle 4 Tiere von Daniel 7 hier erwähnt? Amen. Yes. Okay. So and then it says in verse 3, Und dann sagt es in Vers 3, "And I saw one of his heads as it were wounded to death." When was this historically? wann war dies in der Geschichte? 1798. Okay. 1789. So here, deadly wound. 1798. Verzeihung. Okay, so marking this time here leads you down to the deadly wound. So, diese Zeit markiert hier, der führt bis zur tödlichen Wunde. But then it goes on to say in verse 3, Und dann sagt es weiter im Vers 3, "And his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast." Okay, so what happens with this deadly wound again? so was geschieht mit dieser tödlichen Wunde wieder? It's healed. Gets healed, right? At the next phase of the Sunday law. Am nächsten Phase des Sonntagsgesetzes. And also in Revelation 17 John saw the beast descending up again. Und Okay? auch in Offenbarung 17, Johannes hat gesehen, der Tier, der wieder heraufkommt. And when the deadly wound is healed, Und wenn diese tödliche Wunde geheilt ist, what does all the world do? was tut die ganze Welt? Wonders after the beast. Yes. So wanders after the beast. Healede. Ede. Ah, thanks. Yes. Okay, and who will wander after the beast? Let's go to verse 8. Und wer ist es, der nach der Tier wundert oder wandert? Gehen wir zu Vers 8. It says, "And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world." So who is it that will wander? So, wer ist es, der dem Tier nachgehen wird? Everyone who's not written in the Lamb's Book. Yes, everybody who's not written in the Lamb's book of life. Jeder, der nichts im Buch des Lammes niedergeschrieben sind, Okay. So it says world. sagt die Welt. And they are the one not written in Lamb's
die Welt in diesem Sinne sind all diejenigen, die nicht in das des Lammes Buchs des Lebens geschrieben ist. Okay, when we go now back to Revelation 17 Und wenn wir jetzt zur Offenbarung 17 zurückgehen, and just read verse 8 again, dann lesen wir wieder Vers 8, speaking about this beast here. spricht über diese Tier. Revelation 17:8 Offenbarung 17, Vers 8. says, "The beast that thou sawest was," Also dieses Past, Tier right? war in der Vergangenheit, here in this first Sunday law, hier in diese erste Sonntagsgesetz, "is not," ist nicht 1798, hier deadly wound, 1798 der tödliche Wunde "and shall ascend out of the bottomless pit." und Here, wird wieder aufkommen aus dem Abgrund. Das Next- ist nämlich hier, next phase of the Sunday die law. nächste Right? Phase des Sonntagsgesetzes. And go into perdition. This is when it will be finally judged at the end, Und right? geht ins Verderben hinein und das ist, wenn es letztendlich am Ende vollständig gerichtet wird. Okay. And then it says, Und dann sagt es, "And they that dwell on the earth shall wonder." Who will wonder? so wer ist es, der wundern wird? Those that dwell on the earth. Yes. So the same as in Revelation 30, So right? dasselbe wie in Offenbarung 13. Diejenigen, die auf der Erde sind, also Was die the whole Welt. world wondered after the beast, right? Also die ganze Welt sind dem Tier nachgegangen. It says, "Whose names were not written in the book of life." Okay, so just the same as in Revelation 30, right? So hier dasselbe wie in Offenbarung 13 geschrieben. Yes? Amen. Everybody sees this? Okay. Kann jeder das sehen? So not written in the Lamb's book of life. Nicht Okay. im Buch des Lammes niedergeschrieben. When they behold the beast that was and is not and yet is. Okay, so I just wanted to put this down, this illustration of past, present and future. So, Okay. ich wollte das nur darlegen, diese Darstellung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Okay, and when we now go to Revelation 10, Und wenn wir jetzt zu Offenbarung 10 gehen, Revelation 10 and verse 2. 1. We can read verses 1 to 4. Actually. Offenbarung 10 und wir lesen die Versen 1 bis 4. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. So when was this historically? So, wann war das in Vers 1 in der Geschichte? August 11th, 1840, right? 1840, 11. August. Okay, and which waymark would this be when you would consider now the Millerite line? Und wenn dies der Miller-Linie drüber gelegt wäre, welche Wegmarke würde das sein? Das Yes. dies hier. August 11th, 11. August 1840. 1840. Okay. So this mighty angel comes down. Kommt dieser mächtige Engel herab. Okay, and it goes on to say in verse 2, Sagt weiter in Vers 2. "And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea and his left foot on the earth." So what is the book here? So, was ist das Buch hier? Okay, yes, but maybe a question. It's like, in what condition is this Also, book? in welchem Zustand ist dieses Buch? Es ist offen. Yes, it's open. Es Okay, ist offen. so you have a book open here. So, hier gibt es ein Buch, der offen ist. But let's continue, verse 3 and 4. Aber wir lesen weiter, die Verse 3 und 4. "And cried with a loud voice, as when a lion roareth. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not." Okay, so the 7 thunders, to which point does it bring us? So, die 7 Donnern, zu welchem Punkt bringt uns das? The third angel? Yes, Okay, der dritte Engel, to October 22nd, right? 22. Oktober. Okay, so basically this pointed down to October 22nd, So, right? dies wies hinab auf 22. Oktober 1844. Okay, so and what happened now here with the book, or this, rather, yeah, it's also the book, but what happened here with the thunders? Und was geschah hier mit das, es war das Buch, aber was geschah hier mit die 7 Donnern? Sealed up.
They're sealed up. Sie sind versiegelt. Okay. Okay, now let's continue. Lass uns weiter. Verse 5 Vers 5. and 6. Die Verse 5 und 6. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. So, what is the angel now doing here? So, was tut der Engel hier? In verse 6. In Vers 6. Actually, in 5 and 6. Verse 5 und 6. What is he doing with his hands? Was tut er mit seinen Händen? Or Lifts them hand? up to heaven. Yes. He lifts up his hand to heaven, and what does he then do? Er hebt sie zum Himmel empor und was tut er? Swears. Yes, he swears by him that liveth forever and ever. Right? Er schwört nach dem, der für immer und ewig lebt. Okay. So just keep this in mind. Okay? Behalte dies im Sinne. Because we will come back to that. Denn darauf werden wir zurückkommen. Let's go now to Daniel chapter 9. Lass uns jetzt zu Daniel 9 gehen. This is a chapter we also looked at not long ago. Und dies ist ein Kapitel, die wir gerade letzte Woche oder so angeschaut haben. Okay. So now let's look at the 70 weeks in verse 24. So, lass uns über diese 70 Wochen in Vers 24 anschauen. And what did we see in our studies about Daniel so far with all the time prophecies? Und was haben wir gesehen in unserem Studium mit Daniel, mit alle Zeitprophezeiungen? Line upon line in this time. Yes, they're all marking the Sunday law crisis, Sie right? alle markieren Linie auf Linie die They're all line upon Sonntagsgesetzkrise. line here in this time. Diese Zeit sind sie alle zu finden. And also the 70 weeks Und auch was die a 70 parallel Wochen. to all these time Die prophecies. 70 Right? Wochen war auch eine Parallel zu all diese verschiedenen Zeitprophezeiungen. So let's read now verse 24. So, jetzt lesen wir Vers 24. It says, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Okay, so what do we see here? So, was können wir hier sehen? What happens at the end of the 70 weeks? So, was geschieht am Ende von 70 Wochen? Yes, the vision is sealed up. Die Okay. Vision wird versiegelt. But also other things like the transgression is finished, end of sins, everlasting righteousness, anoint the most holy. Right? Aber auch andere Sachen wie die Übertretung ist ein Ende, also Sünden auch ein Ende gemacht, also Wiedergutmachung für die Übertretung und ewige Gerechtigkeit wird hineingebracht. It points all to the end, right? Das weist alles auf das Ende hin. Okay, when the sins get blotted out Wenn die Sünden ausgetilgt werden, for the church here at the end of the first Sunday. für die Gemeinde hier am Ende der ersten Sonntagsgesetz. Okay. So, but you already rightly said, it also says seal up the vision and prophecy. Aber Okay. wie richtig gesagt worden ist, also die Vision, die Prophezeiung wird versiegelt werden. So we can see basically that at the same way mark you have one time the book opened, but also the vision sealed. So, Okay. hier können wir sehen, zur selben Wegmarke, in einer Darstellung ist das Buch offen, aber hier die Vision ist versiegelt. Okay. So now let's go to, and what is it what seals the vision? Und was ist es, was die Vision versiegelt? Traditions and customs Yes, exactly. and concepts. Yes. So, Tradition und Gebräuche und menschliche Vorstellungen. So let's go now to Isaiah chapter 29. Gehen wir zu Jesaja 29 And let's begin in verse 9. wir fangen in Vers 9 an. Jesaja 29, Vers 9. And we will read down to verse 13. Vers 9 bis Vers 13. Okay. And
How many classes do we have here at the end Und wie viele among Klassen the Adventists? gibt es unter den Adventisten hier am Ende? 2 classes. 2 Right? Klassen. One class that receives the seal of God, the other the mark of the beast. Die eine Klasse erhält den Siegel Gottes, den anderen den Malzeichen des Tieres. Okay, so let's read now here about this class that receives this mark of the beast. So, lasst uns hier lesen über diese Klasse, die diesen Malzeichen des Tieres erhält. Vers 9. It says, "Stay yourselves and wonder, cry ye out and cry. They are drunken, but not with wine. They stagger, but not with strong drink. For the Lord hath poured out upon you the spirit of deep sleep, and hath closed your eyes. The prophets and your rulers, the seers, hath he covered. And the vision of all is become unto you as the words of a book that is sealed, which man deliver to you one that is learned, saying, Read this, I pray thee. And he saith, I cannot, for it is sealed. And the book is delivered to him that is not learned, saying, Read this, I pray thee. And he saith, I am not learned." Okay, so what do we see here? What is now the problem for the wicked class? So, was können wir hier sehen? Was ist das Problem für die böse Klasse? The vision is sealed, right? Also die Vision ist versiegelt. Okay, and why? Let's read verse 13. Und warum es das so ist, lesen wir Vers 13. "Wherefore the Lord said, For as much as this people draw near me with their mouth, and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of man." And verse 14. Vers 14. "Therefore, behold, I will proceed to do a marvelous work among this people, even a marvelous work and a wonder. For the wisdom of the wise man shall perish, and the understanding of the prudent man shall be hid." Okay, so here we can see that because they teach now the precepts of man, these things are sealed up to them. So, hier können wir sehen, weil sie die Vorschriften von Menschen predigen, diese göttliche Dinge sind sie versiegelt. And Sister White, she also has this quote, I guess at least some of you know this. Und Ellen White hat diesen Zitat und ich behaupte, dass zumindest einige von uns kennen diesen Zitat. She says there, among the professed Adventists, there are many different groups. So, Okay. unter den vorgegebenen Adventisten, es gibt viele verschiedene Gruppierungen, That claim to have light, okay, die behaupten, Licht zu haben. but they all, she says, they all have a little light, but also a lot of error, okay. Sie sagt, dass sie alle an sich haben ein bisschen Licht, aber auch eine Menge von Irrtum. And then she says, but God, he is one group whom he's giving all the light. Aber Okay. dann sagt sie, Gott hat eine Gruppe, aber zu dem er alles Licht gibt. And truth that the other groups don't even understand, they are sealed up to them, she Und says. Wahrheiten, die die anderen Gruppen noch nicht mal verstehen werden, für sie ist es versiegelt. Why? Because they have their precepts of man. Und Okay. warum das so ist, weil sie die Vorschriften von Menschen folgen. Okay, so now let's go to Daniel chapter 12. So, lasst uns jetzt zu Daniel 12 gehen. And in Daniel 12, what did Daniel just receive Und in Daniel 12, was hat Daniel gerade erhalten? in the chapter before or the 2 chapters before? Die 2 Kapiteln davor, Revelation. The revelation, Er hat die right? Offenbarung erhalten. So therefore, where is he standing prophetically So, spoken? prophetisch gesehen, wo steht er? The point where he's saying. Yeah, he stands at the end, right? Steht am Ende. Okay, and if you would regard Daniel as the whole Adventist church, he would be a parallel to John standing here, Wenn right? du Daniel als eine Parallel zu die gesamte Adventgemeinde sehen würdest, der würde parallel zu Johannes hier stehen. And because Daniel 11 is what? Denn Daniel 11 ist was? It's the revelation, Es right? ist die Offenbarung. So it's the same revelation that John saw. So es ist eben dieselbe Offenbarung, die Johannes sah. Okay, maybe I make it down here. So, therefore, what was Daniel shown? So deswegen, was ist Daniel gezeigt worden? Past, present, and future. Yes, past, present, and future, right? So, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. And John, when he was standing here in the present, he was brought back
And everything was explained to him in order to understand what will come up in the future again. Okay? Johannes, als er in die Gegenwart stand, ihm ist zurückgebracht in die Vergangenheit, sodass er verstehen konnte, was passiert ist, damit er dann wissen wird, was in die Zukunft sich wiederholen wird. So also Daniel stands here, So Daniel steht auch hier and he know the Lord wants to show him what will come in the future, right? und der Herr möchte ihm zeigen, das, was in der Zukunft kommen wird. Just to show this, let's go to Daniel 10, verse 14. Und um dies zu zeigen, geht zu Daniel 10 und Vers 14. This is now when Gabriel comes, and Gabriel, he brings the revelation. Da, wo Gabriel zu ihm kommt und Gabriel bringt die Offenbarung mit sich. So Daniel 10, verse 14. Daniel 10, Vers 14. Says, Now I'm come to thee to make thee understand what shall befall thy people in the latter days, for yet the vision is for many days. Okay, so therefore it shows when he receives the revelation, it's for what shall befall the people in the latter days. So, wenn er die Offenbarung erhält, diese Offenbarung ist gerade dazu da, um ihm zu zeigen, was Gottes Volk in den letzten Tagen befallen oder geschehen wird. Okay, and the world at one time will also become part of God's people. Und Okay. die Welt in diesem Sinne wird zu ihrer Zeit auch ein Teil von Gottes Volk werden. Okay, because they also will go through the same test and they also need to stand faithful to God or fall away. Denn sie werden auch durch denselben Test hindurchgehen müssen und entweder treu Gott gegenüberstehen oder wegfallen. But how many things are new at the end of the world? Also wie viele Dinge gibt es, die neu am Ende der Welt sind? None, right? Keine. So therefore, this Sunday law is typified by this Sunday. So deswegen, dieses Sonntagsgesetz ist vorausgestattet durch dieses Sonntagsgesetz. And therefore, the Lord can use the past in order to show you the future. So deswegen, der Herr kann die Vergangenheit benutzen, um die Zukunft zu zeigen. And this is what He will show us in the Revelation. Und Okay. das ist es, was er uns in die Offenbarung zeigen möchte. So Daniel 11 is basically this explanation of the war between the north and the south. Und Right? Daniel 11, das ist diese Erklärung vom Krieg zwischen Norden und Süden, Which perfectly will take place in the Sunday law time. was auf perfekte Weise sich erfüllen wird im Sonntagsgesetz. Okay, but eventually it will repeat here in the future again. Aber letztendlich, es wird sich hier wieder in die Zukunft wiederholen. Good. So now let's go to Daniel chapter 12. So lasst uns jetzt zu Daniel 12 gehen. Or maybe let's go to verse 45 of Daniel 11 now. Oder sogar gehen wir zum Vers 45 in Daniel 11 zuerst. It says, And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain. Yet he shall come to his end, and none shall help him. So, where are we now brought to in this verse? So in diesem Vers, wohin sind wir gebracht? What is he coming to? Zu was kommt er? Das Ende. To his end. Sein Okay. Ende. So we're brought to the end. So, wir sind zum Ende gebracht worden. Okay, so this is where Daniel is standing now Hier ist es, wo Daniel steht, at the end of the first Sunday law. am Ende des ersten And Sonntagsgesetzes. this is where the papacy is brought to its end the first time. Und es Right? ist hier, wo der Papst zum ersten Mal seine Ende gebracht wird. Just like in 1798. Genauso wie in 1798. Okay, now let's continue. Das ist weiterlesen. Verse 12, verse 1. Kapitel 12 und Vers 1. At that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such as never was, since there was a nation even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Okay, so it brings you to the point when Michael stands up. Bis Vers 3. Und das bringt uns zu dem Punkt, wo Michael aufsteht. Okay, and we understand, Michael begins to stand up here Und wir verstehen, dass Michael, der fängt an, hier aufzustehen, when this special resurrection is marked here. wo diese besondere Auferstehung markiert ist. But this is the special resurrection, and then comes also the general Aber resurrection. hier ist der besondere Auferstehung und hier am Ende der allgemeine Auferstehung. Okay, so basically,
all this took place, but what he gets shown here is now that all this will repeat here, and this is what Daniel 11 speaks about. So, all dies ist bereits geschehen, aber all dies ist das, was hier gezeigt wird, denn Daniel, did you say Daniel 11? Yes. Denn Daniel 11 ist was hier wiederholt wird. Okay, so Daniel 11 fulfills here, but Daniel 11 fulfilled here. So, Okay. Daniel 11 erfüllt sich hier, Daniel 11 hat sich hier erfüllt. Okay, so this is what we need to see. It's no new thing at the end of the world. Und Under das the ist, sun. was wir sehen mussten. Es gibt keine neue Sache unter der Sonne am Ende der Welt. Okay, so now let's go to verse 4. Vers 4. It says, But thou, Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Okay, so what is Daniel to do now here? So, was soll Daniel hier jetzt tun? Shut up the words. Yeah, seal the book, Er right? soll das Buch versiegeln. Okay, so or this vision. Oder Okay. diese Vision. Okay. And when we continue now, Und wenn wir weiterlesen, and how long is he to seal up the book? und für wie Vers lange 4. soll er diesen Buch versiegeln? Time of the end. Time of the end. Bis right? zur Zeit des Endes. Okay, now Vers let's continue. Verse 5. Lesen wir in Vers 5 weiter. Then I, Daniel, looked, and behold, there stood other two, one on this side of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river. And one said to the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, How long shall it be to the end of these wonders? And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever, that it shall be for a time, times, and an half, and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. Okay, so for what time period is this now sealed up? So, für welche Zeitperiode ist dies jetzt hier versiegelt? 1260. For the 1260s. 1260. Okay, and what do we see? What does Christ do here at the upon the bank of the river? Upon the river. Und was können wir sehen, was Christus hier auf dem Fluss tut? Yeah, the same as we saw in Revelation 10. Right? Dasselbe, was wir in Offenbarung 10 sehen. Er hebt seine Hände Okay. hoch und schwört bei dem Himmel. So lifts up the hands and swears. Okay. E-A-R. Swears. S-W-E-A-R-S. Nein, sorry, ja genau, das ist Okay. ohne E. Ohne? Yes, yeah. That would be swears. Yes. Okay. So lifts up the hands and swears. So, Okay. hebt die Hände auf und schwört. Okay. Pointing now forward to the next 1260. Und Right? das weist auf der nächste 1260 hin. So basically, Daniel, he wants to understand all these things, and he gets told it's sealed up until the next 1260 is passed. So, Daniel möchte all diese Dinge verstehen und ihm wird gesagt, es ist versiegelt, bis dieser nächste 1260 vorbei ist. Okay. So let's continue now. So, lasst uns weiter. In verse 8. Vers 8. And I heard, but I understood not. And then said I, O my Lord, what shall be the end of these things? And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand. But the wise shall understand. And from the time of the that the daily shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be 1,290 days. Blessed is he that waiteth and cometh to the 1,335 days. But go thou thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of days.
Okay, so where would be then this end of days on the line? So, wo würde denn diese Ende der Tage auf der Linie stehen? Yes, Ende der 1260. so here, right? Hier. Which is also in this verses here the end of the 1335 and the 1290. Was auch in diesen Versen hier ist auch gleichzeitig das Ende von 1290 und 1335. Okay. But this is also this, right? Aber dies ist auch gleich dies hier. And therefore Daniel also stands here in the end of days. So deswegen Daniel steht auch hier am Ende der Tage. And he's to stand in his lot. Und er Right? soll in sein Los stehen. And when he stands in his lot, what does the chart say? Und wenn er in sein Los steht, was sagt die Karte? The Resurrection. The resurrection. Die Auferstehung. Okay. So we can see basically that the same test that the church goes through, the world will go through. So, Okay. wir können sehen, dass dieselbe Test, durch den die Gemeinde hindurchgeht, wird die Welt auch hindurchgehen. It's always this past, present, future. Es ist immer diese Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. And the interesting point is, Das Interessante daran ist, Sister White in the introduction, she writes also that she was shown, she doesn't say past, present, future, but she says she was shown the past in order to see the future, or This is- that she gets shown the future. ist Right? auch interessant in die Einführung from which book? Great controversy. Das ist in die Einführung von Großem Kampf. Ellen White würde gesagt, also sie sagt nicht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, aber sie sagt, mir würde die Vergangenheit gezeigt, um die Zukunft zu verstehen. Yes. Okay. So therefore, the great controversy is the revelation. So deswegen die große Kontroverse ist die Offenbarung. And what happened when she received the vision about the great controversy with her? Und was geschah mit Ellen White, als sie diese Vision über die große Kontroverse erhalten hat? What did Satan try to do? Oh, tried to kill her. Yes. Also Satan versuchte sie zu ermorden. So Satan tried to kill her, so she came face to face with. So sie ist Death, vor dem right? Angesicht des Todes gekommen. So it's the same illustration that when we would mark down here this little box, Es ist okay, dieselbe Darstellung, wenn wir diese kleine Box hier markieren würden, when we receive the revelation, wenn wir die Offenbarung hier erhalten. this is when Satan wants to kill us, Das right? ist hier, wo Satan uns töten möchte. And so therefore, once we obtain the revelation, we understand the great controversy. So, wenn wir die Offenbarung erhalten haben, dann verstehen wir diese große Kontroverse. Because we now understand the war between the king of the north and the king of the south. Wir Okay. verstehen das Krieg zwischen König des Nordens und König des Südens. We will fully understand 5 are fallen, one is, another is yet to come. Und wir Okay. werden vollständig verstehen, dass 5 gefallen sind, die eine der ist und der andere der noch kommen soll. Okay, so therefore, and Satan wants to hinder this because he knows once God has a people who understand the great controversy, he will lose many of his subjects. Okay. Satan möchte dies auf jeden Fall verhindern, denn er weiß, wenn Gott ein Volk hat, der diese große Kontroverse versteht, nämlich der Kampf zwischen König des Nordens und König des Südens, dass Satan viel von seinem Einfluss über seinem Untertanen verlieren wird. Okay. So I hope that we have now a better understanding of Daniel 12, So, ich hoffe, dass wir jetzt ein besseres Verständnis von Daniel 12 haben. and so we now went through all the chapters of the book of Daniel, Und wir sind durch alle Kapitel des Buches Daniels gegangen. and we can see that we already understand much. Okay. Und wir können sehen, dass wir bereits schon viel verstehen. But there's obviously still things that we haven't fully understood yet. Okay. Aber es gibt Sachen natürlich, die wir noch nicht vollständig verstanden haben. And therefore, we have now looked at the book of Daniel, and by God's grace, we will also go through the book of Revelation. So, wir haben den Buch Daniel sind wir hindurchgegangen und durch Gottes Gnade werden wir dasselbe mit dem Buch Offenbarung machen. And when we already get established in these little points of Daniel and Revelation, what we understand already, then the Lord can prepare us for greater revelations. Und wenn wir etabliert werden in all diese kleinen Details in das Buch Daniel und der Offenbarung werden,
der Herr kann uns dann vorbereiten auf größere Offenbarungen. Amen. Amen. And this is what we also read today, that this is one of part of the work in the tarrying time, that we have to prepare our hearts to receive greater revelations. So wie wir heute früher gehört haben, das ist ein Teil des Werks, die wir tun sollen in der die Verzögerungszeit, dass wir unserem Herzen vorbereiten sollten, damit wir größere Offenbarungen erhalten können. By meditating on the divine law, which is the two tables of Daniel and Revelation, the two tables of Habakkuk. Nämlich, dass wir nachsinnen über das Gesetz Gottes. Und das sind diese zwei Tafeln von Daniel und der Offenbarung, die in Habakkuk zu lesen sind. Yes. Amen. Okay, so everybody could follow along? So konnte jeder mitfolgen? Okay. Any questions left? Just even although it says that the book was sealed up until the time of the end, just like in the time period of Isaiah, it wasn't sealed up for those who were seeking the truth. Yes, exactly. It says, because here is a famine, right? So hier in dieser Zeit ist ein Hungersnot. Elijah's story. So die Geschichte von Elia. But for whom was it not a famine? Und für wem war es kein Hungersnot? Yes, for all those that received the words of Elijah. All diejenigen, die die Worte Elias erhalten haben. And Elijah is the two witnesses. Und Right? Elia ist die zwei Zeugen. Unless you receive Elijah's message, the message of the two witnesses, there's no truth whatsoever left. Okay? So, es sei denn, dass du die Botschaft von Elia, also die zwei Zeugen erhältst, es gibt keine Wahrheit sonst wo. And therefore, today, nobody's Elijah yet, but the two witnesses now come, the literal two witnesses, and bring us the golden oil. Und heute in unserer Zeit, da ist niemand unter uns, der jetzt Elia ist, aber die zwei Zeugen, die wahren zwei Zeugen, kommen zu uns und bringen uns das Öl. Amen. Amen. And therefore we need to receive this message in order to be not in a famine. So, deswegen müssen wir diese Botschaft erhalten, sodass wir nicht in einer Hungersnot befinden. Okay, Amen. then let's close. Dann lasst uns Schluss machen. Let's have our prayer round.